Hi Leute, herzlich willkommen zum dritten Tag der IAE. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute stellt Misk und dessen Tochterfirma Mirai auf der Messe ihre Schiffe aus und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir sind in der Messehalle angekommen und da werden wir auch gerade von 3 riesigen Schiffen begrüßt. Links und rechts kennen wir schon, das sind die Starfarer, das sind Tankschiffe zum Wiederauftanken. In der Mitte sehen wir ein neues Schiff von Misk, die Misk Starlancer. Quasi der Nachfolger der Freelancer im Geiste, aber mit dem Format und der Größe der Starfarer. Und die werden wir uns heute mal von innen anschauen. Einen Eingang zur Starlancer finden wir hier an der Seite. Da haben wir einen Aufzug und der bringt uns zunächst mal auf das Unterdeck. Gleich gegenüber des Aufzugs haben wir hier die Luftschleuse mit Dockingklammer und gleich nach vorne haben wir die Ausrüstungskammer, wo Ausrüstung und Anzüge gelagert werden. Und wenn wir in den hinteren Teil des Schiffes gehen, kommen wir in den Laderaum. Da sind wir den jungen Mann erstmal vorbei. Das ist der Frachtraum der Starlancer. Der lässt sich von außen beladen. Hier ist also dieser Laufsteg, wo man außen langlaufen kann. In diesem Frachtbereich kann man dann auch hochfahren. Noch dazu haben wir hinten einen hinteren Laderaum. Den kann man für Fracht verwenden, aber auch um zum Beispiel Fahrzeuge zu laden. Und dann jeweils links und rechts haben wir Aufzüge, die in den oberen Teil des Schiffes führen. Hoffnungsvollerweise funktionieren die auch. Nein, sieht nicht so aus, als würde der funktionieren. Aber wir haben ja noch den Hauptaufzug des Schiffes. Hier gibt es auch eine Leiter nach unten. Ah ja, aus der Luftschleuse. Dann haben wir hier schon einen Komponentenbereich. Und nach vorne kommen wir vorbei an den Rettungskapseln zur Brücke. Und das ist eine ziemlich große Brücke. Da haben wir 2 Unterstützungssitze für die Ingenieure, Platz für Komponenten und einen Piloten- und einen Co-Pilotensitz. Gehen wir jetzt aus dem Hauptkorridor wieder nach hinten, finden wir den Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten, einem Billardtisch und einer voll ausgerüsteten Bar und Küche. Und wenn wir noch weiter nach hinten gehen, finden wir dann schließlich den Wohnbereich. Hier gehen wir einmal außen rum und da finden wir ein Wohnquartier mit Sitzgelegenheit, Schreibtisch, einem Doppelbett sogar und einem kleinen Bad mit Dusche. Und von diesen Wohnbereichen gibt es in diesem Bereich insgesamt 4 Stück. Die sind einzeln abgetrennt. Und letztlich ganz am Heck des Schiffes treten wir in den Maschinenraum, wo die Hauptkomponenten verbaut sind und wo sich die Maschine befindet. Und übrigens auch das Engineering Terminal. Und zwischen den ganzen großen dicken Schiffen ist uns die kleine Mirai Pulse nicht aufgefallen, die hier auch noch mit ausgestellt wird. Dieses Hoverbike haben wir auf der Invictus Launch Week auch schon mal betrachtet. Außerdem ausgestellt sind heute hier die Misk Prospector und die beiden Hull-Varianten Hull A und Hull C. In Halle 2 haben wir die Reliant-Varianten und die Mirai Fury. In Halle 5 haben wir dann die Freelancer-Varianten. Ganz links die Basis-Variante. Daneben die Freelancer Dur für Durable, für Weitstreckenflüge. Zentral die Freelancer Max, das Frachtschiff. Und ganz am rechten Rand die Freelancer Miss für Kampfeinsätze. Im Keller aufgereiht haben wir dann alle 3 Razor-Modelle von Mirai. Wir haben einmal die standardmäßige Razor, dann die Luxus-Variante LX und die militärische Tarnkappenvariante EX.
Die Razor wurde von vornherein als Rennschiff konzipiert und ist deswegen auf maximale Leistung und Geschwindigkeit ausgelegt. Misk ist aber noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, deswegen sehen wir hier auch 4 neue Schiffe angekündigt. Wir haben hier als erstes die Misk Endeavour. Das ist ein Schiff, das mit verschiedenen Modulen ausgestattet werden kann, aber hauptsächlich der Forschung dient. Als nächstes haben wir die Misk Expanse. Das wird eine mobile Raffinerie sein. Das dritte Schiff in den Ankündigungen sieht relativ bekannt aus. Das ist auch eine Starlancer, aber nicht etwa die Starlancer Max, die wir oben gerade gesehen haben, sondern die Starlancer Tag, die militärische Variante. Und zu guter Letzt haben wir hier an das Design der Starlancer angelehnt noch die Misk Odyssey, ein Forschungsraumschiff für die Langstreckenerforschung des Weltalls, ausgelegt darauf, über weite Strecken autark zu funktionieren. Tja Leute, das war's von Misk auf der Messe. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder, da ist Alien Day. Die außerirdischen Hersteller Gatek, Aopoa, Banu und Esperia stellen dann ihre Schiffe vor. Ich freue mich, wenn ihr mich auch morgen auf die Messe begleitet. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Flug. Nice outfit, bro. Thank you. Yours not bad as well. By the way, there is no access to yesterday's ships, right? Yeah, I was wondering that as well. It used to be last year, but it's not anymore. Oh my goodness, it should be 2 days, not 1. Yeah. Oh wow. That's unfortunate, by the way. How did you get here, Bike? How? Bro. Tja, der Kollege hat es tatsächlich geschafft, einen Mirai Puls in die Messehalle zu schmuggeln. Wie auch immer er das gemacht hat. Sehr, sehr cool.